Wenn dein Motoröl so aussieht, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Mein Mechaniker wollte mir sofort einen neuen Motor verkaufen für 16.000 Euro. Ich hatte Wasser im Öl. Klar, es muss Salzwasser sein. Einen Öltest Salzwasser, nicht die Zylinderkopfdichtung. Gute 40 Zentimeter höher als die Wasserlinie. Der unterbricht. Hi, hier ist Christoph, der Bootsschrauber, und seit 7 Jahren und 3 Booten schraube ich alle meine Boote selber. Ich bin begeisterter Schrauber, aber natürlich kein Profi. Das Problem war also, ich hatte Wasser im Öl. Ich hatte diese Cappuccino-artige Masse. Das haben wir festgestellt bei einem Probelauf, nachdem die Einspritzpumpe neu eingebaut worden war. Und da war guter Rat teuer. Der Mechaniker hat erstmal darauf getippt und er war sich sehr sicher, dass es die Zylinderkopfdichtung ist und ich sollte diese austauschen. Das sollte 1000 bis 1500 Euro kosten. Ich war mir aber gar nicht so sicher, dass es die Zylinderkopfdichtung ist. Ich habe das also Schritt für Schritt ausschließen können. Das Ergebnis konntest du im letzten Video sehen. Aber ich hatte Wasser im Motoröl und die Frage war nach wie vor offen, woher kommt das? Wenn du Wasser im Motoröl hast, dann siehst du das normalerweise daran, dass du eine Pegelzunahme hast. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das Öl steht bis hierhin und ist damit also ein Stück höher als Max. Das heißt, das Öl scheint mehr zu werden. Wenn es einen nennenswerten Betrag überschreitet und ich sag mal vielleicht so 100 Milliliter auf 5 Liter, dann wirst du das auch an einer Verfärbung feststellen. Dann wirst du also entweder wenn du es auf dem Finger streifst, so ein bräunlich-schaumige Substanz schon sehen. Also es ist nicht mehr klar, sondern leicht gräulich, leicht undurchsichtig. Oder wenn du es abpumpst, dann wirst du möglicherweise so eine gräulich-weiße Cappuccino-artige Masse sehen. Und das bedeutet, dass du handeln musst. Da solltest du den Motor nicht weiter betreiben. Ich hatte also Wasser im Öl. Jetzt kommt die Frage, woher kommt das Wasser? Aus dem internen Kühlkreislauf kann es eigentlich nur kommen, wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Und das hatte ich ja ausgeschlossen. Das kannst du im letzten Video sehen, welche Schritte ich da gegangen bin. Dann haben wir den Punkt Kondensat. Kondensat tritt häufiger mal auf bei zum Beispiel Automotoren, wenn sie im Kurzstreckenbetrieb unterwegs sind. Dann kann sich Kondensat bilden, vor allem im Winter. Das würde aber normalerweise auch wieder verschwinden, wenn du den Motor auf Volllast für eine gewisse Zeit betreibst und der Motor richtig warm wird, dann verdunstet das Wasser wieder. Für mich war es also relativ klar, es muss Salzwasser sein, aber es war bis hierher erstmal nur eine Vermutung. Für den Eintritt von Salzwasser in den Motor gibt es 3 wahrscheinliche Orte. Der erste ist die Wasserpumpe, dass die einen defekten Dichtring hat und das von dort direkt eintritt in den Motor. Die zweite Variante ist der Ölkühler und die dritte Variante ist dann über das Abgassystem. Das sind die wahrscheinlichsten Wege. So, und den ersten konnten wir deswegen ausschließen, die Wasserpumpe, weil die kam direkt von der Wartung, auch deswegen. Die hatte neue Dichtringe bekommen. Einen Ölkühler haben wir nicht, das wäre Variante 2 gewesen und dann war die wahrscheinlichste Variante das Abgassystem und deswegen haben wir uns dann im Folgenden auf den Belüfter konzentriert. Und jetzt ging es darum, diese Vermutung zu erhärten. Jetzt geht es erstmal darum, habe ich wirklich Wasser im Öl? Dazu kann man nochmal einen Test machen, das ist der Löschblatttest. Und wenn du einen Öltropfen auf ein saugfähiges Papier träufelst und es gibt einen harten Rand, dann kannst du dir sicher sein, du hast nur Öl da drauf geträufelt. Wenn es aber außerhalb von diesem Ölfleck noch so einen ausufernden Rand gibt, wie hier auf diesem Bild, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du auch Wasser im Öl hast. Jetzt wollte ich testen, ist das Süßwasser oder Salzwasser? Und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich einen Öltest machen lasse. Es gibt eine Firma in Süddeutschland, da kannst du eine Ölprobe einschicken, dann hast du dann nach einer Woche das Ergebnis. Und in meinem Fall war das Ergebnis erhöhte Natriumwerte im Öl. Das stand da eindeutig drin. Natrium heißt Kochsalz und Kochsalz heißt Salzwasser. Und damit wusste ich, ich habe Salzwasser im Öl. Das heißt, auch da war jetzt hundertprozentig sicher, es ist nicht die Zylinderkopfdichtung, sondern es ist Salzwasser. Die zweite ganz wichtige Information, die drin stand, war, dass die Verschleißwerte im normalen Bereich sind. Wenn du diesen Test auch machen möchtest, der hat übrigens noch viele, viele weitere Vorteile, dann kannst du den bei Ölcheck direkt bestellen oder auch über Amazon. Ich verlinke dir das unten. Also eine super Sache, um ja in den Motor reinzugucken und genauer zu wissen, was da drin vorgeht.
Jetzt hatte ich die eindeutige Erkenntnis, es ist Salzwasser im Motor. Aber was mache ich mit der Information? Die Frage war, wie kommt es da jetzt überhaupt hin? Und an der Stelle gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit und das ist der fehlende Belüfter. Der Belüfter wird auch Vakuumbrecher genannt. Und früher wurde das in den Booten nicht eingebaut. Dort haben die Konstrukteure das so berechnet, dass die Motoren mit einem Punkt, und das ist der Einspritzpunkt des Wassers in das Abgasknie, mindestens 15 cm oberhalb der Wasserlinie liegt. Jetzt sind wir ja Langfahrer, wir beladen unsere Boote und da kann es sein, dass wir das Boot so weit beladen, dass dieser Punkt nicht mehr stimmt. Und die neuen Konstrukteure haben das begriffen und deswegen gibt es in den neuen Booten Belüfter oder Vakuumbrecher. Mein Boot ist aus den 90er Jahren, das hatte diesen Vakuumbrecher nicht. Und das war der Grund, weswegen Salzwasser rückwärts über das Abgassystem in den Motor eingesaugt wurde. Wir haben nach wie vor Wasser im Öl. Denn ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was hat sich eigentlich verändert? Ich habe doch gar nichts verändert. Doch, ich habe was verändert. Ich habe einen Solarträger angebracht und ich habe ganz viele Sachen in das Boot reingebracht. Das heißt, das Boot liegt erstens tiefer als vorher im Wasser und es liegt schräg. Das ist der Bug und das ist das Heck. Wir haben eine Auspufföffnung. Wenn das die Auspufföffnung ist, dann liegt die normalerweise, und das der Wasserspiegel ist, dann liegt die normalerweise so und jetzt liegt sie so. Und insgesamt liegt der Motor jetzt auch ungefähr 10 cm tiefer in Bezug auf die Wasserlinie. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einen Saughebeeffekt zu haben, sodass mir Wasser so rückwärts über den Auspuff wieder in den Zylinder reinläuft. Und das halte ich für sehr wahrscheinlich, weil wir haben zweimal gehabt, dass sich der Motor nicht drehen ließ. Einmal hatten wir das bei der Dieselpumpe beim Wiedereinbau, da hat es der Mechaniker festgestellt. Und wir haben es kürzlich beim Startversuch gehabt, dass der Motor blockiert war. Deswegen glaube ich, dass rückwärts Wasser in die Zylinder läuft. Und die Lösung scheint jetzt zu sein, wenn ich den Seewassereinlass habe über die Impellerpumpe in den Wärmetauscher, dann gehört dahinter ein Entlüfter, so etwas. Und der ist bei uns im Boot nicht verbaut gewesen. Der gehört aber rein. In der Bauzeit wurde es noch nicht gemacht. Und das mache ich jetzt als allererstes, dass ich den jetzt mal einbaue und nochmal Ölwechsel mache, um zu sehen, ob dann Wasser nachläuft. Und dann haben wir sozusagen die Gewissheit, wenn es Salzwasser ist, dann war das wahrscheinlich die Lösung oder ein Teil der Lösung. Besser wäre es, wenn man den Auspuff noch hochsetzt, aber das kann ich jetzt nicht machen, dass er nicht mehr in der Wasserlinie liegt. Die Wasserlinie ist hier hinten. Das hier ist der Auspuff, wo er durchs Boot nach draußen geht. Und oben an dem weißen Ring die Oberkante, das ist ungefähr die Wasserlinie. Und wenn man das so rüberfluchtet, dann kommt man etwa hier raus, an diesem Punkt. Also unterhalb des Wassers bis zu diesem Punkt. Und das Einspritzen in den Auspuff des Kühlwassers erfolgt an dieser Stelle. Das heißt, der Punkt ist vielleicht 10 cm nochmal tiefer. Das heißt, der Punkt ist 10 cm tiefer als die Wasserlinie. Und das soll er normalerweise nicht. Er soll 15 cm oberhalb der Wasserlinie liegen. Ansonsten braucht man einen Belüfter. Und den Belüfter habe ich jetzt eingebaut. Der sitzt in der Kühlwasserleitung am Ende des Wärmetauschers, wird er einmal nach oben geführt, hat hier ein Schnüffelventil drin. Das heißt, wenn er im Betrieb ist, dann steigt hier das Wasser hoch und hier wieder runter und das Schnüffelventil ist geschlossen. Und sobald kein Druck mehr vorhanden ist, öffnet das Schnüffelventil und das Wasser hier kann ablaufen aus diesem Strang in den Auspuff rein und steht praktisch nicht mehr hier am Auspuff an. Und das scheint das Problem gewesen zu sein, dass wir praktisch diesen Strang hier komplett voll stehen hatten und dann der Motor Wasser durch die Auslassventile gezogen hat. Und das passiert folgendermaßen. Du hast, wenn du keinen Vakuumbrecher hast oder keinen Belüfter hast, hast du eine durchgehende Wassersäule. In dem Moment, wo du den Motor abstellst, hast du normalerweise ein Auslassventil, was offen steht beim Vierzylinder und du hast einen kurzen Moment des Unterdrucks und in dem Moment saugt der Motor aus dem Abgassystem Luft oder Salzwasser an. Wenn da Salzwasser ist, dann saugt er Salzwasser an und dann gelangt das in den Brennraum. Jetzt steht das Wasser in dem Brennraum und wenn das dort länger steht, dann hat es die Zeit, an diesen Abstreifringen vorbei nach unten ins Motoröl zu laufen und wenn das eine bestimmte Menge erreicht hat,
dann wird das Öl auch schaumig. Wenn es nicht so stark verwirbelt wird, dann spürst du das daran, dass es dünnflüssiger wird oder eben durch diesen Abtropftest. Wenn du jetzt Wasser im Öl hast, dann solltest du den Motor nicht weiter betreiben. Ich habe ihn zu Testzwecken trotzdem weiter betrieben, nachdem ich mit einem befreundeten Gutachter besprochen hatte. Und der hat gesagt, die alten Motoren, die gehen nicht gleich kaputt, wenn du die betreibst, wenn ein bisschen Wasser im Öl ist. Deswegen habe ich das riskiert. Ich habe erstmal das gesamte Öl ausgetauscht. Ich habe 3 Ölwechsel gemacht mit dem billigsten Öl, mit Ölfilterwechsel, damit ich erstmal das Salzwasser aus dem Motor rausbekomme und nicht das Risiko von Korrosion habe. Und auch, damit ich sauberes Öl drin habe. Also das sieht echt ganz schön schlimm aus, was da jetzt rauskommt. Also da gibt es leider nichts schön zu reden. Ich tausche jetzt noch den Ölfilter, mache neues Öl drauf und dann ja, wollen wir ihn morgen mal laufen lassen und dann nochmal gucken, was dann passiert. Ölwechsel gemacht. Und ich habe beim ersten Pumpstoß habe ich nochmal weißen Schaum, gräulichen Schaum rausgekriegt, aber der Rest ist ja schönes Öl. Das ist jetzt hier der Ölfilter. Und das ist praktisch das Öl. Also da sieht man auch keine graue Schliere mehr. Und das ist das Öl. Hier ist das, was ich am Anfang meinte. Also jetzt sind hier die 2 Ölwechsel nebeneinander. Das ist der erste Ölwechsel. Da sieht man auch, die Farbe ist eine ganz andere. Und das hier ist deutlich öliger. Also klar, wir haben hier ein unterschiedliches Volumen. Das unterschiedliche Volumen kommt vielleicht vom Wasser zum Teil. Ich habe jetzt auch nur bis knapp Minimum aufgefüllt. Ja, ging nur darum, das Öl jetzt mal sauber zu bekommen. Ich mache jetzt neuen Filter rein, mache neues Öl rein und dann schauen wir mal weiter. Noch ein Wort zu dem Belüfter. Der geht gute 40 cm höher als die Wasserlinie und das soll er auch. Er soll ungefähr 30 bis 40 cm, mindestens 30 cm oberhalb der Wasserlinie sein, damit er vernünftig funktioniert. Und wen es interessiert, es gibt die mit Ventil. Das ist jetzt das Modell mit Ventil. Das öffnet und saugt hier. Und man kann aber auch das Ventil ausbauen, hier einen Schlauch anschließen und außer Bord führen. Und beim Betrieb spuckt das dann ein bisschen Wasser da raus über Bord. Wenn man den Motor aber abstellt, dann sinkt diese Wassersäule hier ab. So ein Vakuumbrecher gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe einen von Vetus genommen mit einem Ventil. Ich würde dir empfehlen, nimm das Modell ohne Ventil, denn das Modell mit Ventil hat folgenden Nachteil. Das öffnet und schließt, je nachdem, ob Überdruck drin ist oder nicht. Das kann durch Salzwasser verkleben, dann öffnet es nicht mehr, dann hast du das gleiche Problem wie vorher. Und solange es funktioniert, tropft es aber Salzwasser aus diesem Stutzen und das tropft möglicherweise auf deinen Motor. Das heißt, du bekommst Salzkrusten und vielleicht Rost auf deinen Motor. Das willst du natürlich auch nicht. Ich habe deswegen erstmal das Modell mit dem Ventil genommen, weil ich kein anderes bekommen habe in Barcelona und habe es danach umgerüstet auf Schlauchbetrieb. Und das geht ganz einfach. Du hast oben 2 Schrauben. Wenn du die abnimmst, den Deckel abnimmst, dann kannst du das Ventil rausnehmen. Und dann machst du den Deckel wieder zu, machst einen Schlauch dran. Bei mir ist der mit dem Schlauch verbunden. Ich habe das Ventil ausgebaut und der geht direkt in den Cockpit-Lenzer rein. Und der unterbricht, das merkt man am Ende, wenn man den Motor abstellt, dann gibt es so ein Schlürfen. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also ich hoffe, ihr habt das Schlürfen gehört. Daran merkt man sehr gut, wie viel Unterdruck da ist. Und das ist der Punkt, wo der Motor versucht, das Wasser zurückzusaugen zu den Auslassventilen. Und man merkt durch dieses Schlürfen, der wird an der Stelle unterbrochen und das Wasser kann nicht nachgesaugt werden. Aber du solltest natürlich beim Abstellen Motors immer drauf hören, schlürft dein Motor. Wenn er schlürft, dann ist das Ventil noch in Ordnung und funktionsfähig. Wenn es irgendwann nicht mehr schlürft, dann solltest du nachsehen, dass das auch weiterhin funktioniert. Seitdem wir den Vakuumbrecher eingebaut haben, seitdem sind wir 1000 Meilen gesegelt, haben ungefähr 100 Betriebsstunden Motor und ich habe kein neues Wasser im Motor gehabt. Das heißt, meine Reparatur für wenige 100 Euro war erfolgreicher als ein Motoraustausch für 16.000 Euro. Und deswegen kann ich dir auch nur empfehlen, wenn dir, was ein Mechaniker dir empfiehlt, nicht stichhaltig ist oder dir irgendwie komisch vorkommt oder du das selbst irgendwie überprüfen kannst, dann tu das auch. Ich hoffe, dass ich dir an der Stelle vielleicht auch 1, 2 Tipps geben konnte, wie du sowas selber
lokalisieren und beheben kannst. Wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentare, das interessiert mich. Nächste Woche geht es weiter. Wenn du so lange nicht warten willst, schau dir dieses Video an.